Relativsätze. Relativsätze werden immer von Relativpronomen eingeleitet. Die habe ich dir schon in dem gestrigen Video erklärt. Aber neben dem der, die, das und welche gibt es noch zwei weitere Wörter, die auch Relativsätze einleiten können. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. In meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Falls du also noch Grammatikprobleme haben solltest, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich garantiere dir, ich werde dir helfen, die Grammatikprobleme zu lösen. Heute geht es um die Relativsätze. Als erstes, was ist eigentlich ein Relativsatz? Jeder Relativsatz ist immer ein Nebensatz, also Verb ans Ende. Und Relativsätze geben zusätzliche Informationen zu einem Nomen. Also wir haben immer ein Nomen, das natürlich eine Person oder einen Gegenstand beschreibt. Und dann möchten wir genauer sagen, zum Beispiel, welcher Mann ist das? Welche Lampe ist das? Als Beispiel, das ist der Mann, der einen Ferrari hat. Es ist also nicht irgendein Mann, sondern der ganz spezielle, nämlich der mit dem Ferrari. Wie die Relativsätze genau funktionieren und mit welchen Wörtern du sie immer einleiten musst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe meines E-Books. Die Relativsätze mit der, die, das und welche. Grundsätzlich gibt man mit Relativsätzen immer ja zusätzliche Informationen zu einer Sache oder einer Person. Und dann verwendet man die Relativpronomen. Zu meinem Video mit den Relativpronomen verlinke ich dir hier. Das habe ich gestern veröffentlicht. Hier müssen wir das Relativpronomen an den Fall und an den Genus, also das Geschlecht, anpassen. Das ist der Mann, der oder welcher einen Ferrari hat. Wie du das genau machst, habe ich dir gestern in dem Video erklärt. Ich verlinke es dir hier in den Infokarten. Schauen wir uns als nächstes noch die Relativsätze mit wo an. Denn neben den Relativsätzen mit den Relativpronomen gibt es auch Relativsätze mit wo. Bezieht sich der Relativsatz nämlich auf einen Ort, wird als Relativpronomen oft wo benutzt. Gehen wir in das neue Restaurant. Dort gibt es Sushi. Das sind zwei Sätze ohne Relativsatz, ohne Relativpronomen. Wo? Gehen wir in das neue Restaurant, in dem es Sushi gibt. Hier haben wir ein normales Relativpronomen, nämlich wie das hier oben von der, die, das im Dativ, in dem es Sushi gibt. Wir brauchen hier aber die Präposition. Das können wir vermeiden, indem wir wo benutzen. Gehen wir in das neue Restaurant, wo es Sushi gibt. Das wo ersetzt also das Relativpronomen plus die Präposition. Also das, was zu dem Ort gehört, in dem es Sushi gibt. Also in das neue Restaurant. Und wo ersetzt den kompletten Ort plus das, was dazugehört, macht es etwas einfacher, weil du hier nicht den Fall und auch nicht die Präposition beachten musst. Als kleiner Hinweis, in der Umgangssprache wird fast ausschließlich die Wo-Variante benutzt. Diese ist immer auch korrekt, aber umgangssprachlich wird diese benutzt, weil sie einfach einfacher ist. Schauen wir uns als nächstes auch die Relativsätze mit was an. Denn Relativsätze können sich auch auf Demonstrativpronomen und auf Indefinitpronomen beziehen. Was das genau ist, verlinke ich dir hier in den Infokarten, denn auch darüber habe ich bereits Videos gemacht. Schau sie dir an. Hier wird dann aber anstelle von der, die, das häufiger welche verwendet, um doppelte Wörter zu vermeiden. Wenn das Ganze sich allerdings auf einen neutralen Superlativ, also die Steigerungsform, meist als Adjektiv, als Nomen, oder auf etwas Unbestimmtes, also etwas, alles oder nichts, und so weiter bezieht, dann wird was benutzt.
Schauen wir uns jeweils ein Beispiel an, weil ich denke, das war jetzt einfach zu viel. Nehmen wir den neutralen Superlativ als erstes. Das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Hier funktioniert nur was. Hier funktioniert nicht welches. Es geht theoretisch das, aber was ist deutlich besser. Das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe, denn sonst hätten wir auch dreimal das hier hintereinander. Neutraler Superlativ, es ist das Beste, also da geht nichts mehr drüber, die Steigerung. Und dann fügen wir die Information hinzu, was ich jemals gemacht habe. Nehmen wir jetzt zwei Beispiele mit Indefinitpronomen. Der Mann sagt nichts, was von Bedeutung ist. Hier, das bezieht sich auf nichts. Und ich sehe etwas, was du nicht siehst. Das ist auch hier mit Bezug auf was. Beide wären hier Nominativ bzw. Akkusativ und hier könntest du auch das benutzen. Also, der Mann sagt nichts, das von Bedeutung ist, oder ich sehe etwas, das du nicht siehst. Hier geht beides, es klingt beides sehr gut. Bei das musst du natürlich den Fall beachten, bei was nicht. Dementsprechend einfacher. Wenn du einen ganzen Satz ersetzt, musst du auch was benutzen. Er spielt in der Wohnung Schlagzeug, was die Nachbarn stört. Hier ersetzt du oder beziehst du dich auf den gesamten Satz. Was kann aber unmöglich mit einer Präposition stehen? Wenn also einer dieser Fälle hier zutrifft und du aber eine Präposition mit einbauen musst, dann musst du wo plus ein R in der Mitte plus die Präposition benutzen. Ich zeige dir das wieder an einem Beispiel. Er hat mir geholfen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. In der Umgangssprache wirst du hier aber häufig trotzdem hören, er hat mir geholfen, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Beide bedeuten, er hat mir geholfen und ich danke ihm für die Hilfe. Hier für die Hilfe, deswegen wofür. Was funktioniert nicht, du hast hier den kompletten Satz, aber du brauchst die Präposition, denn ich bin dankbar für etwas. Dankbar zwingt dich zu dankbar sein, wird immer mit Präposition für benutzt, deswegen wofür. Und dasselbe auch hier dafür. Zu diesem Punkt alleine werde ich demnächst auch nochmal komplett ein Video nur zu diesem Thema machen, das ich dir dann hier auch in den Infokarten verlinken werde. Relativsätze kannst du also mit den Relativpronomen der, die, das und welche einleiten, aber auch mit wo oder was. Bei wo und was musst du dir um die Deklination, also den Fall, keine großen Gedanken machen, aber bei den Relativpronomen der, die und das, da musst du darauf achten, welcher Fall es ist. Falls dir das noch nicht so klar ist, dann empfehle ich dir mein Video zur Deklination. Dort erkläre ich dir ganz genau, wie du alle Artikel und Pronomen deklinieren musst, mit der Hilfe von nur einer einzigen Tabelle. Schau dir also das Video mal an oder ansonsten Relativpronomen habe ich dir wie gesagt auch gestern schon erklärt. Auch das Video findest du hier nochmal verlinkt und dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Deutschlernen und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Da erkläre ich dir nochmal, wie genau du auf Deutsch verneinst. Mit Nein, nicht oder kein.